herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Gleich am Anfang, für alle Neuen, samstags kommt immer ein Video zu meinen Häkelsachen und dienstags immer ein Video zum Diamond Painting. Und donnerstags und freitags, je nachdem, was so ansteht. Das nur noch mal kurz als ganz kleine Info für euch. Ja, ihr seht es, ich habe hier 4 Projekte liegen. Aber ich muss gestehen, irgendwie wirklich weit gekommen bin ich nicht. Ich weiß nicht, was die Woche los war. Also, ja, no. Manchmal hat man so Phasen. Ja, legen wir mal los. Ich würde sagen, wir starten mit der Stola. Eigentlich wollte ich da mein Knöllchen aufgebraucht haben. Aber ihr seht es, das Knöllchen hier von den Märchengarn. Ich bin immer noch an der Nummer 7. Es ist nicht mehr viel, es wären nur noch ein paar Reihen gewesen, um das wegzukriegen sozusagen. Aber nee, habe ich nicht geschafft. Das Ganze häkel ich mit einer 3,5er Nadel. Das wohnt hier in meinem kleinen Schmetterlingsprojekt Beutel. Den hatte ich von Etsy. Sehr, sehr schön. Von der Trendfadenliebe. Ein sehr schöner Beutel. Ja, und hier ist die Stola. Ja, ihr seht es. Da waren wir das letzte Mal, wie ich es euch gezeigt habe. Und es kamen nur die paar Reihen dazu. Tja, was soll ich sagen? Es ist halt so. Ich würde sagen, wir setzen einfach den Maschenmarkierer und springen dann weiter zum nächsten Projekt. Ich weiß nicht, was los war. Ich meine, das Muster ist super einfach. Es lässt sich auch super häkeln. Aber irgendwie war mir die Woche nicht so danach. Ich weiß nicht, warum. Aber die Woche... Das wollte nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ja, aber gut, es ist manchmal so. Der ein oder andere kennt es vielleicht so ein bisschen. Ja. Ups, Entschuldigung. Von daher lege ich es rüber und dann wird es die nächste Woche halt aufgebraucht und fertig. Ich dachte jetzt gerade, dass ich es ganz rüberlege, aber das dachte ich auch gerade, hier ist schief, aber nee. Ja doch. Ja gut. No. Ich habe nicht mehr nachgezählt, aber hier bin ich wieder. Ja. Shame on me. Ich habe ein paar Maschen unterschlagen. Das ist so. Ah gut, es ist ja nur für mich. Nicht so schlimm. Oje, oje. Ja, dann zum nächsten Projekt. Ah, jetzt schäme ich mich auch noch. Das ist schlimm. Ah. Einmal der Raglan von oben, der Pullover oder der Dreiviertel-Pullover. Ich weiß noch nicht genau, wie es wird. Also mit Dreiviertelarm. Weil ich trage eigentlich meistens Dreiviertelarme. Und wenn ich Pullover anhabe, mache ich ihn meistens nach oben. Also den Ärmel. Das ist so drin bei mir. Ich weiß nicht warum. Ja.
Da haben wir hier ihn. Da habe ich das Bündchen extra gehäkelt und habe dann an das Bündchen hier den Raglan dran gearbeitet. Ja, das Ganze häkel ich mit meiner Dreiernadel, mit der kleinen Katze und mit dem Garn von Miss Pimpinella. Das wohnt auch in ihrer Garndose, in der Bobbeldose. Hier, das ist noch eine alte Banderole von ihr. Das ist das Garn Bonbon und das geht vom Rosa ins Grau rein. Das Knuddel hier drin, das ist von mir, weil ich die Häkelnadel, habt ihr ja eben gesehen, immer so reinstelle. Ich habe die ja meistens hier so dann hier drin und dann lasse ich die in das Löchlein von dem Bobbel rein plumpsen. Ja, und so steht das dann bei mir. Sehr praktisch, finde ich super, genauso wie die Beutel, muss ich sagen. Aber das hier ist noch mal ein Ticken stabiler. Sehr schön. Ja, hier bei dem Raglan sind auch nur 1, 2, 3, 4 Reihen drauf gekommen. Die vierte ist sozusagen angefangen. Also auch nur ein bisschen dran gearbeitet. Aber ja, ich weiß nicht, ich konnte mich auch nicht entscheiden, auf was ich Lust habe zu häkeln. Ich habe an allem irgendwie rumgearbeitet. Und dann kriegt man irgendwie auch nicht viel zustande. Ja, das ist manchmal so. Und dann habe ich noch überlegt, ob ich noch was anderes anfangen soll. Ja, ne? Und wenn man dann so hin und her überlegt, braucht man noch mal länger. Ja, das ist halt manchmal ein Teufelskreis. Genau, so. Aber so an sich, die Farbe hier, das knallige Pink, das gefällt mir sehr gut. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich das hier nicht einer Freundin oder auch Arbeitskollegin gebe. Weil die Farbe hier so ist ihre Lieblingsfarbe und die findet handgearbeitetes Handarbeiten unglaublich schön. Und kann das auch super kombinieren. Also die hat dafür wirklich ein Händchen. Und deswegen war ich am Überlegen, ob ich ihr das vielleicht als kleine Überraschung gebe. Aber muss erst mal fertig werden. Ne? Ja. Das war Nummer 2. Dann habe ich noch hier an dem ein bisschen gewerkelt, aber auch, wie gesagt, nicht viel. Das wohnt in der kleinen Stitch-Tasche. Und das ist einmal mit einer 5,5er Nadel gearbeitet. Und das war das Garn, was ich mir eigentlich für meinen Pulli gekauft hatte, noch dazu, falls es nicht reicht. Also, ja, hier Partie und Farbe und Wendy Garn ist es, 820 Meter, Polyacryl und Wolle. Und das verhäkele ich zusammen mit einem Garn vom Teddy, die Einhornwolle. Die hat so einen schönen Farbverlauf, so einen kleinen leichten mit dabei. Und ich finde bei dem Garn, dass die zwei Garne sozusagen super gut harmonieren. Also mir gefällt das wirklich schön, wirklich gut, Entschuldigung. Mit diesem, ja ich weiß nicht, altrosa, zartrosa und dann dieser Glitzerfaden mit dabei, wo dann auch immer wechselt, grün, blau, rosa, lila, gelb.
Und das auch so schön zart, so pastellig. Und deswegen gefällt mir das sehr gut. Ja, ihr seht es, ich habe hier mein Zopfmuster hier mit eingearbeitet und nebendran sozusagen die Reliefstäbchen gemacht. Und hier habe ich einmal dieses Muster und einmal eine Reihe normal und dann Relief und dann nochmal das Muster drüber gemacht. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt so gibt, denn ihr seht es zieht sich stark zusammen. Ja. Obwohl es mit der 5,5er Nadel gehäkelt ist, zieht es sich wirklich stark zusammen. Aber ich denke, je größer sie wird, umso schwerer wird sie, ja, und dann denke ich mal, gibt sich das Ganze wieder. Ja, mal schauen, wie es so ist. Und ihr seht es, hier habe ich es euch das letzte Mal gezeigt und da kamen auch nur die 1, 2 rein. Ja gut, mit der dann noch die halbe, 2,5 Reihen kamen dann dazu. Ja. Ja, manchmal ist das, gell. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr an allem was arbeiten wollt, alles gleichzeitig und dann habt ihr eine Reihe gemacht und dann springt die Lust wieder aufs andere rum und dann, ja, ich weiß nicht. Also die Woche habe ich dem Verlangen zu wechseln sehr stark nachgegeben. Und deswegen ist auch überall immer nur so ein bisschen was passiert. Ja, aber so an sich gefällt mir das ganz gut. Ich finde das schon schön. Ja, das ist sozusagen das dritte Projekt. Und dann haben wir noch ein Projekt, das wohnt nirgends, das ist noch heimatlos. Und zwar ist das auch ein Garn mit der neuen Banderole von Miss Pepinella. Von dem Etsy-Shop Knuddelmuddel 3, 5-fädig, 1500 Meter. Hier könnt ihr zu dem Etsy-Shop gelangen von ihr. Es hat 50 Baumwolle und 50 Polyacryl. Und aus dem guten Stück zauber ich mit der 4er Nadel sozusagen den Pullover mit einem Raglan von oben mit einem V-Ausschnitt. Ich muss gerade mal gucken, Ecke auf Ecke, dann sieht man das Ganze besser. Bin ich mal gespannt. Ich habe den jetzt vorne ein bisschen lockerer zusammenlaufen lassen. Ihr seht es hier. Entschuldigung, so seht ihr es besser. Also hier, ich habe das nicht direkt. Ich hätte eine Reihe früher oder 2 Reihen früher schon aufhören können, weil das V sich schon getroffen hat. Aber ich habe das jetzt trotzdem so laufen lassen, weil ich dann dachte, es ist ja nicht schlimm. Nachher liegt er ja eh über den Schultern und fällt anders. Und dann passt das schon. Habe ich mir so gedacht. Ich weiß es aber nicht. Ich werde es ausprobieren und ihr werdet es ja hier bei mir mitbekommen. Ja, ich habe ja vorher in Hin- und Rückreihen gehäkelt und jetzt, seht ihr, habe ich den Übergang gemacht, dass ich in Spiralrunden häkel. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier vorne nachher sehr stark auffallen wird. Das muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich habe ja so den V-Ausschnitt noch nicht gehäkelt. Also nicht als Pullover hier sozusagen gehäkelt. Ich hatte das ja als eine Jacke schon mal gemacht. Aber da habe ich die beiden Seiten links und rechts stark übereinander laufen lassen, damit man die Jacke auch so ein bisschen um sich rumschlingen kann einfach. Das könnte man rein theoretisch auch, hat mir meine Freundin gesagt, als
so Wickeltop nehmen. Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Da dachte ich, das ist auch eine super Idee. Also, das war die Jacke, die ich aus diesem schwarz-roten Garn mit Glitzer gemacht hatte. Und da hat sie zu mir gesagt, die hatte ich den letzten Mal an und dann hat sie gesagt, sagt sie, mach doch einen Wickeltop draus. Wenn du noch die zwei an die beiden Ecken ein längeres Band machst und dann kannst du es einfach drum wickeln. Fertig ist die Sache. Ja, mal schauen. Müsste ich mal ausprobieren. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, müsste ich mal machen, aber habe ich noch nicht. Genau. Ja, aber hier dachte ich, wird vielleicht noch ein Bündchen reinkommen. Mal schauen, weiß ich auch noch nicht so direkt, weil ich mir dann denke, wenn da ein Bündchen hinkommt mit 8 Maschen, dann bleibt nachher nicht mehr viel vom V-Ausschnitt übrig. Ich muss mal gucken. Vielleicht hätte ich auch vorher hier aufhören sollen und ihn ganz normal runterlaufen lassen sollen. Hätte auch sein können. Ich habe es jetzt so gemacht. Muss ich mal ausprobieren. Ich weiß es noch nicht. Aber die Maschenanzahl ist hier beide Dinger gleich. Und deswegen denke ich mal, ach, das sieht nachher ganz in Ordnung aus. Fertig. Wir probieren es. Und dann hatte ich euch ja noch gesagt, dass ich hier bei den Armen immer noch einen Zusatz mache. Ich mache da immer 4 Luftmaschen mit dazu, weil ich das nicht so gerne mag, wenn das an den Armen so eng ist. Wenn ich aber meinen Raglan weiterlaufen lasse, sodass ich wirklich die Ecke auf Ecke nachher trifft, dann sitzt der bei mir ein bisschen unförmig. Und deswegen mache ich das immer so. So passt es jetzt super. Also ich kann auch noch was drunter ziehen. Es sitzt schön locker. Es kneift nichts und deswegen habe ich hier einfach 4 Luftmaschen reingemacht und habe dann jeweils noch sozusagen zweimal mein Muster mit dazu genommen. Ja, und dasselbe auch auf der anderen Seite. Ja. Wenn ich jetzt merke, dass mir das nachher unten, wenn ich am Bauch-Hüftbereich bin, wenn mir das dann da zu weit ist, dann gehe ich hin und nehme einfach noch mal ein paar Maschen weg und setze das auch an den Seiten sozusagen an. Also ich nehme dann an den Seiten die Maschen weg und dann fällt das nicht auf. Also das habe ich schon öfters gemacht und das finde ich fällt so nicht auf. Ja. Ja. Und das war er hier. Ich hatte ihn euch das letzte Mal gezeigt, da waren wir noch hier oben. Und dann kam halt hier, das Stückchen kam so mit dazu. Da bin ich mit das Einzige, wo ich ein bisschen mehr gearbeitet habe. Oh je. So kommt das halt mal die Woche. Ja, aber irgendwie war die Woche, ich war die Woche auch sehr müde. Vielleicht lag das mit am Wetter. Ich kann es euch nicht sagen. Wie war denn eure Woche so? Also ich war, wie gesagt, schwer müde. Ganz komisch. Der Elan und die Lust haben gefehlt, irgendwas großartig zu machen. Und wenn ich was gemacht habe, wollte ich umschwenken auf was anderes wieder, weil ich da dann mehr Lust drauf hatte. Also irgendwie war das eine ganz komische Woche. Ja. Aber wie gesagt, manchmal ist das so. Da hat man so Wochen, wo es einfach so läuft. Fertig. Ich denke mal, das kennt ihr alle. Da bin ich hoffentlich kein Einzelfall. Oh je. Ja. Das waren auch schon meine Projekte. Obwohl, ich habe noch an einer Sache weitergearbeitet. Das habe ich euch aber jetzt gar nicht gezeigt. Und zwar an
Decke an der grünen. Ja, die zeige ich euch vielleicht dann beim nächsten Mal. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet eine schöne Woche und ihr startet gut in den Samstag und habt noch einen schönen Sonntag. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss!